Ja, wir haben schon mehrere Male ernsthaft darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören. Ja, als ich das Gerücht gehört habe, dass jemand gesagt hat, dass Nacktfotos von mir im Internet kursieren. Als wir begonnen haben, die ersten Sets in der Stadt quasi auf die Tische aufzubauen, gleich mal ein Video gemacht, weil meine Eltern mich schon durchlöchert haben. Wie sieht's da jetzt aus? Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich habe mich dann nämlich den ganzen Tag nicht gemeldet gehabt. Und dann habe ich so ein kleines Handyvideo gemacht von damals noch nicht Wild City, aber was dann Wild City wurde. Und dann habe ich mir gedacht, dass das eigentlich ja ganz eine nette Sache ist, das alles auf Video zu haben, um quasi zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt. Und nachdem wir gar nicht so viel Speicher hätten, dass wir das alles irgendwie abspeichern könnten. Und ich glaube, es interessiert dann auch keinen, sich im Nachhinein das anzuschauen. Ihr kennt das mit alten Fotoalben, die sieht man sich erst irgendwann wieder an. Haben wir uns dann überlegt, dass eigentlich YouTube dafür ja die perfekte Idee wäre, dass wir quasi das Aufnehmen mit anderen teilen können, nämlich sehr leicht teilen können, auch mit der Familie, die vielleicht nicht direkt bei der Stadt sein kann. Und ja, daraus wurde unser YouTube-Kanal dann. Wir haben uns selbst beschenkt und haben uns gedacht, wir zeigen euch heute mal, was wir für uns selbst bzw. für die Stadt gekauft haben. Ja, wir haben in der Tat schon lange, bevor wir selbst mit YouTube begonnen haben, YouTube geschaut. Ich habe mich damals, das war noch teilweise vor Rita, schon an der Stadt von Jangbricks erfreut, dann auch immer wieder reingeschaut, was Alex Nunes so zu bieten hatte und viele andere Kanäle, von denen es mittlerweile leider gar nicht mehr so viele gibt, aber wir haben vor unserer Stadtgründung sozusagen auch schon sehr viel YouTube geschaut, ja, auf jeden Fall. Hallo, das neue Bettmobil, sehr cool. Du, weil wir gefragt worden sind, was kosten 6 Minifiguren im Legoland? Weißt du das noch in dem Minifiguren-Atelier? 12 Euro, oder nicht? Eine 2,49 und 6 12 Euro, oder? Ja. Sehr gut, danke. Also was heißt ein neues Bettmobil? Ist das nicht schon alt? Oh, sehr viel Zeit. Ja, wir haben, muss ich sagen, ja derzeit, dadurch, dass wir eben arbeiten, dadurch, dass wir Tim haben, nicht wahnsinnig viel Freizeit mehr und eigentlich den Großteil von der Freizeit, die überbleibt, die verwenden wir für den YouTube-Kanal. Also ich muss schon sagen, das drittelt sich ziemlich. Wir haben natürlich auch noch andere Hobbys und wir treffen uns mit Freunden und so weiter und so fort, das natürlich auch. Aber wir verwenden schon sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also es ist fast wie wenn wir 2,5 Jobs hätten. 2,5 Jobs? 1,5 Jobs. Naja, gut, mit Tim 2 Jobs. Genau. So, jetzt reicht's mir. Das darf nicht so ausgehen wie beim Eishockey, ich sag's euch. Okay. Danke dafür. Ja, leider wohnen wir nicht bei der Lego-Stadt. Ich denke immer, es hat vielleicht auch was Gutes, denn wenn wir bei der Lego-Stadt wohnen würden, glaube ich, wären wir nur mehr am Dachboden. Ich glaube, da käme dann speziell die Hausarbeit und alles andere auch zu kurz. Also ich glaube, es hat schon einen Sinn, dass wir nicht dort wohnen. Aber ja, wie organisieren wir das, ist eine gute Frage. Wir schauen einfach, dass wir, wenn wir frei haben, dass wir dorthin fahren und dass wir irgendwie weiterbauen. Ist nicht immer ganz einfach, aber dadurch, dass wir einfach sehr gerne Lego bauen und auch sehr gerne dort sind, es ist auch ein wunderbares Haus, ja, schauen wir einfach, dass wir das so gut wie möglich machen und auch im besten Fall mit dem Auto hinfahren. Wir lieben Züge, ihr wisst das, aber mit dem Auto ist es einfach leichter, speziell auch, weil wir immer sehr viel Lego hinaufbringen, beziehungsweise manchmal auch dann Teile wieder herunterfahren und hier weiterbauen in der Wohnung, also alles ein bisschen kompliziert, speziell wenn man dann mit dem Zug unterwegs ist.
Ja, es gab immer wieder Bemühungen seitens der Zuschauer, uns in irgendwelche Richtungen oder auf irgendeinen Stil hinzubiegen. Wir haben aber für uns irgendwie entschieden, dass wir Rita und Christoph sind von Bricks Go Wild. Wir machen unser Ding, wir bauen mit Lego, wir machen das so, wie wir uns das gedacht haben. Und natürlich sind wir offen für Vorschläge und die Zuschauer schicken uns dauernd ganz, ganz tolle Vorschläge für unsere Stadt. Wir haben aber immer gesagt, wir machen unser Ding und haben uns irgendwie nie so richtig verbiegen oder manipulieren lassen, was aber andererseits noch einmal zurück nicht bedeutet, dass wir uns dem Einfluss der Zuschauer nicht gerne geben. Wir haben sogar sehr gerne, dass die Zuschauer Einfluss auf unser Projekt nehmen und ich glaube, die vielen tollen Umsetzungen von Zuschauerideen in Wild City sprechen da ihre Bände. Voll nett, schau mal. Da hat uns wer auf Instagram eine Nachricht geschickt mit der neuen Halloween-Show vom Legoland. Ist das nett? Ich freue mich schon wieder voll, wenn wir endlich dorthin kommen. Ja. Schreibe ich einen gleich. Ja, Rita als Baupartnerin ist wahrscheinlich die beste Baupartnerin, die man sich nur wünschen kann. Sie ist, ihr hört, sie sitzt dort hinten. Ruhe, das ist mein Interview. Sie ist sehr kreativ, sie hat wahnsinnig tolle Ideen und ja, abgesehen davon, dass es natürlich weit, weit schöner ist, wenn man ein Hobby teilen kann und ja, das, was einem Freude bereitet, mit einer anderen Person ausüben kann, ist es noch dazu bei Rita so, dass sie einfach ihre ganz speziellen Ecken in Wild City und auch das ganze Projekt betreffend hat, wo sie einfach total am Arbeiten ist und aktiv ist. Und wir filmen relativ selten, wenn wir gerade in der Bauphase sind, weil das bei uns immer ein wenig chaotisch ist und da ist einer da und einer dort. Aber es funktioniert einfach perfekt, die Zusammenarbeit mit Rita. Jeder weiß, was der andere tut. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Kreationen, dann gibt es natürlich Feedback oder Ideen von dem anderen und Rita ist da ganz bezaubernd, also auch wenn manchmal das so aussieht, als würden wir uns da ein bisschen streiten. Wir haben im Großen und Ganzen ein sehr harmonisches Bauerlebnis mitsammen und ich bin einfach immer wieder begeistert, wie Rita... Das wollte ich damit nicht erwirken. Ich bin einfach immer wieder darüber begeistert, mit welchen Ideen sie an gewisse Bauherausforderungen herangeht und ich glaube, man sieht es an ihren Kreationen hinten beim Vergnügungspark oder auch anderswo, wo sie ihre Handschrift hinterlassen hat, dass das alles mit sehr, sehr großer Liebe getan wurde und da bin ich eigentlich als Mitgründer von Wild City mehr als zufrieden. Dieses Dach draufgesetzt und es ist mit illegalen Bautechniken versehen und wollte mein Haus zum Einsturz bringen. Ja. Wir haben nie den Anspruch erhoben, die allerbesten und kreativsten Lego-Bauer auf YouTube zu sein. Das sind wir auch bei Gott nicht. Es gibt viel kreativere Köpfe da draußen, die tolle Kreationen zusammenbauen und wir haben auch wahrscheinlich gar nicht die größte Lego-Stadt der Welt. Es gibt da draußen sicher auch einige andere Klemmbaustein-Fans, die noch viel größere Anlagen haben. Wir haben uns gedacht, wir filmen einfach das, was wir erleben und zeigen es unseren Zuschauern, die dann hoffentlich sehr gerne dabei sind bei unserem Projekt, aber die besten YouTuber und die besten Lego-Bauer sind wir auf gar keinen Fall. Zügig vorwärts und rückwärts. Mach doch mal. Wir probieren mal hier, hoffentlich fällt er uns jetzt nicht vom Tisch. Ich glaube, das ist Vollgas. Christoph als Baupartner ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich baue sehr gerne Lego mit ihm, auch weil er, wieso auch immer, vielleicht weil ich ihn so bezauber, recht zufrieden ist mit dem, was ich baue und auch wenn irgendwas ist, wo er sagt, okay, das könnte man verbessern, dann sagt er das auf sehr nette Weise. Wir haben andere Baupartner in der Familie, die dann nicht ganz so schmeichelhaft sind. Sie meinen es sehr nett, aber die sind dann eher direkter und da bin ich dann manchmal schon etwas leicht gekränkt. Aber Christoph ist da wirklich ein
so ein netter und wir kennen nämlich viele auch, die nicht mit ihrem Partner Sets gemeinsam bauen können, weil sie sich um jeden Legostein streiten und das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Also wir trinken oft Kaffee und dann baut mal der eine, damit der andere wieder Kuchen essen kann und Kaffee trinken kann und dann baut wieder der andere und man freut sich, egal wer den Stein draufsetzt. Also das ist uns ziemlich wurscht. Das ist jetzt nur pro forma, ihr seht. Eine leicht umfangreiche Frage, wer was bei dem Lego-Projekt macht. Vielleicht generell, Christoph ist eher für diese technischen Sachen zuständig, im Sinne von, also Computerzeugs, Videos schneiden, Thumbnails machen und so weiter und so fort, das Ganze mit hochladen, rendern, was auch immer. Zuerst rendern, dann hochladen, ja irgendwie so. Da bin ich definitiv nicht so super dabei, also diese Informatik-Sachen waren noch nie so meins. Ich bin dafür zuständig, dass ich eben zum Beispiel Fragen beantworte, speziell auch auf Instagram, oder auch Kommentare beantworte und dass ich eben Sachen baue, kreativ baue. Christoph baut natürlich auch, also sieht man ja auch in den Videos. Aber er ist eher bei den technischen Sachen und ich bin eher, glaube ich, der kreativere, keine Ahnung, soziale Teil. Der Weg zu Müller und in andere Geschäfte, wo sie Lego haben, ist für uns schon sehr zur Routine geworden. Das stimmt. Zumal unser Kleiner hier momentan extrem viel futtert und wir natürlich immer auch schauen wollen, wie es mit den Angeboten dort so aussieht. Stimmt. Müller, Interspar, dort kaufen wir eigentlich sehr, sehr viel Lego und auch natürlich im Angebot. Das stimmt. Unsere Videos sind sehr selten geplant. Das ist mal ein Video, das geplant ist. Was mich sehr erschüttert hat fast und direkt ein bisschen nervös gemacht. Also das war wirklich ein Video, wo wir uns Gedanken gemacht haben vorher, was wollen wir machen. Die Idee ist schon länger in den Köpfen herumgeschwirrt und jetzt setzen wir das um. Normalerweise ist es so, dass wir speziell in Wild City, wenn wir was bauen, dann heißt es immer, okay, haben wir jetzt Lust, das zu filmen? Perfekt. Meistens machen wir uns noch einen Kaffee vorher, damit es einfach ein bisschen entspannter ist und dann filmen wir mal drauf los und oftmals kommt man dann irgendwie, während man über was redet, wieder auf was anderes und ich muss sagen, ich finde das am sympathischsten. Also ich kenne natürlich andere auch, die was da sehr strukturiert sind und genau sagen, zack, 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 das und das und das wurde gemacht, ohne viel rundherum zu reden und das sind nicht wir. Also deswegen planen wir es auch eigentlich nicht, sondern wir wissen, okay, das ist circa das, was wir euch sagen möchten, was wir euch präsentieren möchten, aber das andere ist dann spontan. Finde ich irgendwie sympathischer. Ich hoffe, ihr auch. Es ist mitten in der Nacht. 5 nach 6. Seitdem hat sich viel verändert. Sehr viel. Das erste Jahr war definitiv nicht das leichteste Jahr, aber ich glaube, egal wen man fragt, welche neuen Eltern, das können sicher alle bestätigen. Es ist einfach, ja, es verändert sich alles, aber es ist einfach, also, ja, es ist so erfüllend. Ich glaube, jeder kann das definitiv nachvollziehen. Und was sich natürlich mit ihm verändert hat, ist, dass wir jetzt eben weniger Zeit haben für unsere eigenen Hobbys. Das Positive ist, dadurch, dass er jetzt ja schon bald eigentlich 2 wird, können wir ihn immer mehr einbauen in unser Hobby. Das heißt, Duplo bauen tut er sowieso schon eigentlich seit ewigen Zeiten. Aber wir hatten ihn auch jetzt immer wieder mit, auch in Wild City. Natürlich unter Beobachtung, also alleine geht da nichts. Ich glaube, da würden die Steine verschwinden und alles zerlegt. Aber ja, wir versuchen ihn so gut wie möglich zu integrieren und ich glaube, das wird auch immer besser in Zukunft und auf das freuen wir uns schon riesig. Also ja, es hat sich definitiv verändert, aber definitiv auch zum Positiven. Wir haben uns selbst geschworen, der Tag, an dem wir damit beginnen,
uns Sets nur zu kaufen, damit wir sie online zerreißen können, ist der Tag, an dem wir mit YouTube aufhören. Ja. Denn für uns soll das Hobby was Schönes sein, was uns und auch unseren Zuschauern Freude bereitet. Und sowas, da wurden wir zwar schon öfter gefragt, aber sowas wird es wahrscheinlich bei uns nie geben. Hoffentlich nicht, sonst sagt es uns Bescheid. Ja, dieser Zank und diese diversen Streitereien, die es immer wieder gibt, natürlich, und ich glaube, der Großteil der Zuschauer hat das auch irgendwie oder irgendwann mal mitbekommen, dass vieles von dem nur heiße Luft ist. Natürlich gibt es bei uns genauso Meinungsverschiedenheiten wie in jeder glücklichen Ehe, aber meistens natürlich ist es so, dass der eine baut bei der U-Bahn, der meistens ich bin, oder bei den Zügen, der will, dass die vermehrt auf der Platte stehen. Rita ist dahingehend eher bemüht, ihre Vergnügungsparksets aufzubauen, und natürlich, immer wenn es zwei Akteure gibt, gibt es auch automatisch in gewisser Hinsicht zwei Lager. Viele der Zuschauer schalten wahrscheinlich ein, weil sie Rita lieber sehen wollen und auch ihre Projekte. Manche interessieren sich vielleicht mehr für Eisenbahnen oder für mich. Andere schalten vielleicht ein, weil sie irgendwie dieses Zusammenspiel, dieses Hin und Her und auch die teilweise, naja, humoristisch, ich bin kein großer Komiker, aber dieses witzige Zusammenspiel zwischen uns ganz gerne mögen. Und natürlich, wir haben da unter den Zuschauern auch sehr viele Eheberater und Krisenmanager schon gefunden, aber da könnt ihr beruhigt sein. Also wenn wir streiten, dann nicht am Lego-Dachboden, denn dort ist wirklich für uns ein Ort der Glückseligkeit, und das, was dort abgeht, ist ja nicht der Rede wert sozusagen. Ein Zug-Only-Video, da freuen wir uns, Rita sich auch. Ja, als ich das Gerücht gehört habe, dass jemand gesagt hat, dass Nacktfotos von mir im Internet kursieren, hat mich das nur einen Lacher gekostet, denn nicht mal Christoph hat Nacktfotos von mir. Also würde es mich wundern, wenn es anders wäre, aber gut. Ja, stimmt definitiv nicht. Ich habe die Fotos auch nicht gesehen. Das Einzige, was ich mir dann gedacht habe, hoffentlich sehe ich wenigstens gut aus auf den Nacktfotos, wenn schon welche von mir kursieren. Naja. Wie gesagt, sind leider keine richtigen, weil es einfach gar keine gibt. Aber gut. Hallo Freunde, wir wollten jetzt gerade ganz kurz noch, bevor ich in die Arbeit gehe, mit unserer Vespa rüber nach Freilassing fahren, um ein paar Lego-Deals klar zu machen. Aber leider ein kleines Problem mit der Batterie. Die muss jetzt hier noch ein wenig geladen werden, und wir sind ja leider von einer Zeitverzögerung betroffen. Das Gute ist, Rita putzt jetzt in der Zwischenzeit mein Auto. Also es hat auch alles was Gutes. Danke, auf jeden Fall. Ja, früher wurden wir leider, sowohl ich als auch Rita, sehr oft wegen unserer Lego-Leidenschaft belächelt und auch wirklich ausgelacht. Ich kann nur wiederholen, andere Leute oder Freunde in meinem Alter, Anfang 30, die bauen echte Häuser jetzt in ihrem Alter, und ich baue noch immer mit Lego-Steinen. Es hat sich dann aber doch, als die meisten dann früher oder später mal Bilder oder auch Videos oder auch die Anlage teilweise in Persona gesehen haben, die ganze Einstellung gegenüber dem Hobby und auch der Anlage und dem YouTube-Kanal drastisch geändert, und wir haben jetzt mittlerweile viele Leute in unserem Freundeskreis, die mittlerweile selbst sehr gerne mit Lego bauen, die auch teilweise Fans vom Kanal sind, was uns total freut, und anstatt Hohn und Spott ernten wir jetzt Neid und Anerkennung, und das freut uns eigentlich wahnsinnig. Hier bei Müller in der Lego-Abteilung. Und wo finden wir Rita? Natürlich bei den neuen Sets. Und was haben Sie denn da Schönes? Die Avatar-Sets mit Kronen in, wie sagt man das, so leuchtend. Die Teile sind mega cool, die da dabei sind. Sehr, ja. Ich glaube, von den Sets werden wir uns auch jeweils ein Stück sichern. Ich weiß nur nicht, ob heute schon. Hast du sonst schon was gesehen? Ich habe ein absolutes Highlight entdeckt. Video um 6 Euro. Die haben wir schon mal um 4 Euro gesehen. Und ein paar Super Mario Sets sind auch wieder vergünstigt hier. Da brauchen wir ja auch für unsere Mario-Welt noch das ein oder andere kleine Set. Die Peach.
wenn ich in der Lego-Stadt bin, gibt es sehr viele verschiedene Gefühle. Speziell meistens, wenn wir gerade erst wieder hinkommen. Also immer wenn wir wegfahren, denke ich mir, ach, das und das und das und das möchte ich noch bauen. Und wenn ich hinkomme, bin ich meistens extrem überwältigt und denke mir, ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen soll und wo soll ich anfangen und was wollte ich nochmal machen. Deswegen schreibe ich mir mittlerweile immer jetzt eine Liste. Und ja, ich muss sagen, wenn einmal diese erste Chaos im Kopf wieder vorbei ist, dann muss ich sagen, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir hinkommen. Ich verbringe auch, muss ich sagen, sehr viel Zeit damit, dass ich einfach durch die Stadt gehe und mir wieder die einzelnen Situationen in der Stadt ansehe. Und es macht mich, keine Ahnung, einfach glücklich, dass ich, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir diese große Stadt haben und immer wieder aktualisieren können, weiterbauen können und so weiter und so fort. Und es macht mich auch glücklich, weil ich mich noch erinnern kann, wie Christoph damals, als wir uns relativ neu kannten, schon mal über diesen Traum gesprochen hat. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass das wirklich mal Realität wird. Also das sind so Gedanken, wo ich mir denke, eigentlich können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen und ich glaube, das tun wir auch. Bei Story 3 habe ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben bekommen. Dafür hast du vielleicht verdient, dass uns die Leute wieder deabonnieren, Oh no. aber Ja, wie lange das Projekt Wild City und Bricks Go Wild noch weitergeht, das steht leider in den Sternen. Wir haben auf jeden Fall, und ich glaube, da spreche ich auch für Rita, jede Menge Energie noch, um das Projekt noch lange weiterzuführen. Es sogar im Gegenteil, wir haben manchmal sogar zu viele Ideen und auch Baustellen, sodass wir gar nicht mit allem zusammenkommen. Wir haben ja Projekte, die schon fast Jahre jetzt darauf warten, endlich begonnen zu werden, und das ist auf der anderen Seite auch schön, und es ist auch schön, dass so viele Zuschauer mittlerweile seit so langer Zeit bei uns dabei sind, und die schreiben uns immer wieder, bitte hört niemals auf damit, und es ist so schön, euch zweimal die Woche auf YouTube in einem Kurzfilm, in einem amateurhaften Kurzfilm zu sehen, und das freut uns eigentlich. Also ich glaube, solange wir, und da bin ich in der Hoffnung, dass Tim auch ein großer Duplo- und Lego-Fan wird, Freude haben mit dem Produkt der Marke Lego und auch die Zeit haben, das Projekt fortzuführen. Solange wird es Videos aus Wild City geben. Und ich kann euch sagen, die Vision, die ich und Rita vom Projekt Wild City haben, die ist von der Realität aktuell noch meilenweit entfernt. Also wir haben da noch einiges vor. Und wenn die Zuschauer das Projekt gerne einschalten und da dabei sein wollen, dann sehe ich da für die Zukunft eigentlich eine ganz glorreiche Zeit. Treffen mit Leuten in Real Life. Also wir hatten zum Glück bis jetzt immer Glück. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so ist. Aber wir haben bisher nur super nette Leute getroffen. Und also egal welchen von den Zusehern, sie waren alle immer super freundlich. Wir hatten super Gespräche über Lego, die wir oft eben sogar eigentlich in unserem Freundeskreis nicht haben, weil unsere Freunde sich teilweise gar nicht so sehr für Lego interessieren. Und da muss ich sagen, also ich liebe diese Treffen, weil es wirklich interessant ist, mal zu sehen, wer schaut eigentlich unsere Videos, was denken sie darüber. Das ist echt was, also das motiviert mich immer wahnsinnig, weil ich mir denke, okay, für die Leute machen wir das eigentlich, und ja, das ist höchst motivierend. Gut. Eigentlich muss der Interviewpartner da vorne sein, aber ich rede mit der Ente. Wir wollen euch heute einladen. Ja, zu den Alternativherstellern werden wir in letzter Zeit immer öfter gefragt. Wir haben ja für uns entschieden, dass wir momentan jedenfalls nur Produkte der Marke Lego in Wild City verbauen, mit der Ausnahme von ein paar Bodenplatten, Straßenplatten und auch ein paar Schienen, die wir von anderen Herstellern haben. Aber wir bemerken, dass das Interesse für Alternativhersteller immer größer wird, und ich muss ganz ehrlich auch persönlich sagen, dass ich beeindruckt bin, einerseits von der Kreativität
Kreativität, gut, manche Sets sind gestohlen, aber es sind immer mehr Sets jetzt, die von Alternativherstellern rauskommen und die echt toll sind, und wir haben auch schon uns selbst davon überzeugen können, dass die Qualität der Alternativhersteller immer besser wird. Das heißt, die Steine haben wir, da merkt man wirklich keinen Unterschied mehr. Die Sache ist nur die, wir haben jetzt gesagt, Lego bringt jedes Jahr so viele Sets raus, und zusätzlich wollen wir ja unsere Stadt immer weiter mit Mocks und Eigenkreationen verschönern. Wenn wir da jetzt umsteigen und alle möglichen anderen Hersteller auch noch einbauen, dann verlieren wir irgendwie den Überblick, und momentan gibt uns die Marke Lego noch genug Möglichkeit, um Wild City zu einem tollen Ort auszubauen. Deswegen bleiben wir mal dabei, was aber nicht heißt, dass wir andere Alternativhersteller nicht mögen, und ich glaube, das haben wir schon öfter gesagt, und auch unsere Zuschauer, die meisten von Ihnen wissen das, dass wir, egal mit welchen Herstellern jemand baut, solange er eine schöne Zeit damit hat und solange es ihm gut geht und er Freude damit hat, dann soll er das machen. Also wir sind der letzte YouTube-Kanal, der irgendwie da Markenbashing provozieren will. Solange die Leute Freude damit haben, und wir bekommen viele Zuschriften und Fotos von Leuten, die uns Bilder, Sets, was auch immer, Städte teilweise sogar von Alternativherstellern aufgebaut, zeigen, da sind wir selbst auch ganz begeistert. Ich sehe gerade, ich bin heute ziemlich bärtig, habe mich noch nicht rasiert, aber laut einer aktuellen Studie finden Damen bei einem Mann am allerattraktivsten, wenn er eine Gesichtsbehaarung aufweisen kann, noch mehr als die Körpergröße. Was ich denke, wenn ich ein Lego-Set öffne, wenn es eins ist, das ich mir gewünscht habe, dann bin ich sehr glücklich. Meistens beginnt es bei mir schon, wenn es quasi angekündigt wird, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ein neues Harry Potter Set kommt oder irgendwas von Disney kommt, dann bin ich super aufgeregt. Ich bin auch jemand, der das dann gleich bestellen will. Christoph ist dann eher immer, also ich bin eher das Herz und er ist dann eher der Kopf, der sagt, nein, wir warten vielleicht noch, vielleicht wird es billiger, vielleicht gibt es irgendwo Aktionen, und ich bin eher die sagt, ich brauche das jetzt unbedingt, weil, keine Ahnung, es gibt eben zum Beispiel das neue Frozen Castle, und ja, dann möchte ich das gleich haben und ich möchte es auch gleich aufbauen, und da muss ich sagen, bin ich super aufgeregt. Ja, wir haben schon mehrere Male ernsthaft darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören. Allen voran war das zu Zeiten, wo die Stimmung in der Community wirklich sehr toxisch und vergiftet war. Es gab da immer wieder mal so Höhepunkte an Phasen, wo wir täglich fast Dutzende Hate-Kommentare und auch Hate-E-Mails bekommen haben. Wir haben uns da in diese Markenpolitik und dieses ganze Konstrukt nicht eingemischt, aber es gab immer wieder Leute, die uns angeschrieben haben, sie sind eigentlich Fans von uns gewesen, aber sie boykottieren jetzt nicht nur Lego, sondern auch unseren Kanal, und sie wollen auch nichts mehr von uns hören, und sie hoffen, dass es uns schlecht geht und dass wir mit der Marke Lego untergehen, weil wir weiterhin Lego-Content produziert haben. Also die Zeiten kamen, und ich wusste da schon in der Früh, wenn wir aufgestanden sind, dass wahrscheinlich wieder 15 Hate-E-Mails im Postkasten gelandet sein werden. Und das war natürlich auch dann die Zeit, wo dann die Klicks drastisch runtergingen, wo wir viele Daumen nach unten bekamen auf unsere Videos, einfach weil wir in Wild City Lego-Sets hergezeigt haben. Das ist allerdings dann immer wieder dann auch besser geworden, und die netten Kommentare von unseren Zuschauern und der viele Support und einfach die netten, herzlichen Worte haben uns immer wieder dann zum Weitermachen motiviert, und da haben wir auch gesagt, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass wir von dem, was von YouTube reinkommt, nicht leben können und dass das auch leider nicht die Lego-Sammlung und die Neuanschaffungen finanziert. Aber unsere Motivation für den YouTube-Kanal war es dann einfach weiterzumachen, weil wir so viele nette Leute auch kennengelernt haben. Wir bekommen so viele nette Zuschriften, und deswegen haben wir uns entschieden, auf jeden Fall weiterzumachen und auch diese ganzen Hater einfach links liegen zu lassen, weil was anderes bringt wahrscheinlich nichts.
denn wir haben schon einige Videos mitten in der Nacht aufgenommen. Gute Frage. Wie viel Geld geben wir durchschnittlich pro Monat für Lego aus? Ich glaube, es gibt Monate, wo es mehr ist und Monate, wo es weniger ist. Speziell jetzt im Sommer mit den ganzen Legoland-Besuchen war es schon teilweise sehr viel. Aber was das dann im Durchschnitt ist, ich könnte es euch nicht mal sagen. Nein, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Das Einzige, was ich mir denke, wir haben halt sonst nicht so viel, wo wir quasi Geld ausgeben. Also Christoph kauft sich wieder endlich mal ein neues Auto. Ich habe mir jetzt nach Jahren mal ein neues Handy gegönnt, was schon ein Wahnsinn war. Ich glaube, mein altes war jetzt schon 8, 9 Jahre alt oder so. Wir gehen kaum essen. Manchmal bestellen wir was, aber das ist dann auch relativ billig. Wir gehen nicht ins Kino, keine Ahnung. Wir lieben einfach Lego. Und das heißt, wenn wir was ausgeben, geben wir es für Lego aus. Und ja, wie viel das genau ist, ich weiß es nicht. Rita, komm mal her. Was suchst du denn schon? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt schon komplett. Wo sind denn die neuen? Ah, da sind sie. Die Briefmarken habe ich gesucht. Christoph und seine Orte. Ja, als wir damals in den letzten Tagen des Jahres 2019 den Grundstein für Wild City gelegt haben, wussten wir natürlich nicht, welche Dimension dieses Projekt annehmen wird. Weder vom Lego-Standpunkt her, wir hatten damals schon viel Lego zu Hause, enorm viel Lego, aber bei weitem noch nicht so viel wie jetzt. Und dass die ganze Geschichte dann auch mit YouTube so gut zum Laufen gekommen ist, davon hätten wir niemals geträumt. Wir waren natürlich zu einem sehr guten Zeitpunkt am Start mit der Corona-Pandemie und den Lockdowns. Das hat uns einfach am Anfang speziell auch einen guten Start ermöglicht. Aber dass das Projekt so an Fahrt gewinnt und dass wir heutzutage, ja, also wir sind keine Superstars in dem Sinn, überhaupt nicht, aber viele Leute kennen uns in der Szene und die mögen uns und die schätzen uns und das ist eigentlich alles, was wir erreichen wollten. Und für uns natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten wir jetzt aktuell haben, 8.500 ungefähr, 8.600 glaube ich, aber das ist für uns bei weitem nicht das Wichtigste. Wir freuen uns, wenn unsere Videos von den Zuschauern geklickt werden, wenn wir Feedback bekommen, wenn wir nette Nachrichten bekommen und die bekommen wir Gott sei Dank en masse und manchmal ist dann auch die Wartezeit ein wenig länger auf eine Antwort, das tut uns sehr leid, aber wir arbeiten sonst auch sehr viel, haben auch noch ein paar andere Hobbys und natürlich unser kleines Kind, den lieben Tim, und mehr erwartet hätten wir uns da auf gar keinen Fall. Natürlich jeder, der irgendwie auf YouTube oder auf Social Media unterwegs ist, träumt von der Million Abos und Follower und Klicks über Nacht, aber das ist ja nicht realistisch. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten unser Projekt auf YouTube langfristig aufbauen, eine schöne Community rund um uns haben und das haben wir und da ist es uns so viel, viel lieber, als wenn wir nur ein Video hätten mit 1 Million Aufrufe und dafür interessiert sich sonst überhaupt niemand für uns. Schauen wir, das sind einmal vorgefertigt, die Fragen für das Interview, was wir dann nachher aufnehmen. Bist damit auf der Fernbedienung, bist damit einverstanden? Das sind die Fragen für die. Ich lese meine Fragen gar nicht durch, weil ich möchte die spontan beantworten. Dann wirst du ein blaues Wunder. Wild City als öffentliches Museum würde mir von der Idee her und eben auch von der Idee her, dass wir die netten Leute, mit denen wir sonst immer kommunizieren, einfach einladen können, sehr gut gefallen. Aber es ist einfach, glaube ich, unmöglich. Also erstens mal keine Ahnung, wie man das organisieren sollte. Es wäre außerdem unmöglich, weil wir ja eigentlich was anderes zu arbeiten haben. Wir sind ja eigentlich doch Lehrer, also könnten wir da gar nicht dort stehen beim Museumseingang, außer wir würden unseren Job kündigen, aber ich glaube, das wäre finanziell dann, glaube ich, eher schlecht. Und ja, es wäre einfach organisatorisch ein Wahnsinn, quasi in einem Wohnhaus dann halb ein öffentliches Museum zu haben. Aber von der Idee her gefällt es mir natürlich wahnsinnig gut, dass Leute sich unsere Stadt anschauen können
Wobei ich denke, dass das mit den Videos eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und deswegen haben wir auch die Videos und YouTube, damit wir unsere Stadt mit euch teilen können. Und das, glaube ich, funktioniert sogar noch besser, als wenn wir ein Museum hätten, weil wir euch dann immer persönlich das zeigen können, was wir euch zeigen möchten. Und weil ihr, egal wo ihr seid, immer unsere Stadt anschauen könnt. Und sonst müsstet ihr halt irgendwo nach Österreich düsen, irgendwo ins Nirgendwo. Unsere Freunde haben schon gesagt, am A der Welt. Und wer will das schon? Deswegen komfortabel auf der Couch vielleicht selber Lego bauen und dann unsere Stadt noch genießen. Ich glaube, das ist das Beste.